Ja. Wir sind jetzt in Kopenhagen und zwar auf der Ostseite, das ist so eine östliche Insel, und jetzt fahren wir gleich mit dem Harbour Bus rüber. Das ist quasi so ein Schiff und da hinten steht auch eins und das klappert einfach mal so ein paar Stege rechts und links vom Ufer ab und bringt einen dann sicher und relativ schnell, je nachdem wohin man will, nach Kopenhagen ins Zentrum. Und da fahren wir jetzt hin. Ja, aber so funktioniert es halt auch mit diesen ganzen Online-Tickets. Also wir haben uns gerade noch einen Daypass gekauft, beziehungsweise für 2 Tage so eine Karte, mit der wir in ganz Kopenhagen mit allen Verkehrsmitteln rumfahren können. Und es war jetzt wirklich gut, sich im Vorfeld informiert zu haben, dass hier eigentlich das meiste wirklich nur noch online geht und nicht mehr bar. Und so konnten wir uns das Ticket jetzt runterladen und sind mal gespannt, was wir die nächsten 2 Tage hier alles entdecken. Übermorgen. Also wir sind jetzt im T-Ride und wir gucken jetzt einfach mal, was es dort alles so gibt und schauen uns mal durch. Wir haben jetzt nur die Karte ohne Attraktion, aber vielleicht das ein oder andere fahren wir mal, aber nicht alles. Und das ist ist es nicht der älteste Vergnügungspark der Welt sogar? So ein bisschen wie der Prater in Wien. Richtig alt, ja. Mhm. Auch richtig schön. Das ist jetzt eine Pantomimenvorstellung. Um mich hier noch mal berichtigend einzuklinken, der Tivoli ist zwar nicht der älteste Vergnügungspark, aber immerhin der zweitälteste und hat somit im Jahr 1843 eröffnet. Wo er aber tatsächlich den ersten Platz belegt, ist, dass er der meistbesuchteste Park der Welt ist. Das liegt bestimmt auch an der gut ausgewogenen Mischung aus Fahrgeschäften, Kultur wie auch Musikattraktionen, was ihn somit für Kinder wie auch Erwachsene gleichermaßen attraktiv macht. Auch interessant zu wissen, dass der Tivoli Vorbild für den berühmten Walt Disney Park war.
Und da die ganzen Gleichkanäle, das heißt auf dem Boot zu sitzen ist auch ziemlich geil. Definitiv. Ich meine, so hübsch sind sie auch irgendwo. Jo, wir haben ein Störsignal im AIS. Das nennt sich AIS. Wie ist es nochmal? Antennefehler. Stehwellenfehler oder irgendwie so. Und jetzt ist die Vermutung, dass es oben als zwischen Stecker und UKW AIS Kombi-Antenne ist. Das ist dieses Drahtding, was ein 3/4 Meter hoch ist. Und mit der Feuchtigkeit zu tun hat, weil es eben am Tag bei 30 Grad und Wind war es okay und Richtung Feuchtigkeit und Nacht und nach dem Regen ist es wieder da. Und jetzt wollen wir uns das mal angucken und eventuell den Zwischenstecker trocknen. Isolierband drumherum, vielleicht ist da kein so ein Schrumpfschuh drin, weil wir in der nächsten Nachtfahrt nicht wieder im 2-Minuten-Takt aufgeweckt werden wollen. Also, was immer wirklich schön ist, ist im Mast zu sein, weil man natürlich die Aussicht dann hat über das Boot und den Hafen. Und die Frage war jetzt, wo dieses Störsignal von der AIS-Welle herkommt. Jedenfalls ist da oben so, dass der Bereich AIS-Antenne, AIS-Kombination UKW-Antenne korrodiert ist im Übergang zum Stecker. Der Stecker ist relativ in einem ziemlich scharfen Winkel eingebracht, sodass da immer schon ein Knick drin war und der sieht auch nicht mehr gut aus an der Stelle. Und wenn man ein bisschen mehr Kabel nachzieht, dann ist dieser Knick auch gar nicht nötig. Sodass wir jetzt gucken werden, ob wir eine kombinierte AIS-UKW-Antenne bekommen und das oben erneuern. Und den Stecker wird man dann irgendwann, muss man den abschneiden und nochmal neu machen. Das ist der Plan und es ist kein Wunder, dass es nicht funktioniert hat. Ja? Also wir hatten ja in der Nacht war das Problem, dass wir die Genua nicht mehr richtig reingekriegt haben und auch nicht mehr richtig raus. Sodass klar war, dass irgendwas in dieser Furling, diesem Aufholsystem hatte blockiert und wir haben erst an Überläufer gedacht, das war es dann aber nicht und haben dann nachts da rumgeschraubt. Und die Geschichte ist eigentlich wie folgt: Es gibt beim Aufrollen gibt's eine Art Klappensystem, was sich auf die oder zu entrollenden Seile quasi drauflegt und die führt, damit es eben keine Überläufer gibt und die sich sauber aufrollen. Und wenn die Grundaufrollung aber schon so ist, dass da zu viele Sachen, also schon zu viele Leinen draufgelegt sind, dann ist es schon relativ weit offen, dieses System. Und wenn dann noch die ganze Genua-Ref-Leine draufkommt, dann ist es irgendwann zu viel und dieses Organisierende von beiden Seiten, diese beiden Blätter, die sind dann überfordert und dann ist unter dieses Blatt, das können wir dann nachher eben in diesen Bildern sehen, ist unter dieses Blatt die Ref-Leine gerutscht und hat den blockiert. Und das heißt, wir nehmen jetzt die Genua runter, machen weniger Rollen drauf und dann soll es eigentlich wieder funktionieren. Aufmachen und dann können wir sie eigentlich auch gerade schon in der Runde rausziehen. Das heißt, als nächstes, nachdem man dann die Genua rausgezogen hat, muss man eben einmal oben das Fall lösen, was ich jetzt auch machen werde. Und der vorne legt sie dann sozusagen zusammen. Reißen wir jetzt einmal das Fall auf. Es geht jetzt gut raus. Und jetzt sehen wir, wie ich das langsam 4 und vorne zieht er jetzt eben die Genua runter. Also das ist jetzt eben nicht sauber aufgerollt und auch zu viel drin für dieses Ding und deswegen tun wir das jetzt entrollen und ein bisschen weniger Leine drauf geben.
jetzt gar nichts mehr drin. Genau. Und gar nichts ist natürlich auch zu krass. Probieren wir, oder? So will ich sagen, ja. Also heute gehen wir nochmal nach Kopenhagen. Da sind wir wieder mit dem Boot und der U-Bahn rein und dafür müssen wir jetzt erstmal in den Steg laufen. Ungefähr in der Direktion. Und genau, da gehen wir jetzt einmal hin und kommen heute Abend dann wieder und schauen uns dann auch mal den Botanischen Garten beispielsweise an und noch mal ein bisschen mehr die Innenstadt. Und da gehen wir jetzt gerade los hier. Partyboot. Also gestern sind wir ja morgens angekommen in Kopenhagen nach einer Nachtfahrt, haben dann ein bisschen relaxed und sind dann am Abend in Tivoli, diesem, ich glaube, ältesten Vergnügungspark der Welt, was ein schöner Abend war, aber natürlich noch ein bisschen geprägt durch die Müdigkeit nach dem Nachtdienst. Jetzt haben wir eine tolle Nacht verbracht, gut geschlafen, haben einiges an Boatwork noch erledigt. Wir wollten die AS-Antennenproblematik lösen, haben noch mal nach dem Motor geschaut, ob er dicht ist und haben die Genua-Problematik mit dem Furling-System gelöst. Und jetzt sind wir am Nachmittag, es ist ein herrlicher Tag, wunderschönes Wetter, sind wir jetzt auf dem Weg nach Kopenhagen. Wir haben so eine City Pass Little, nennt sich das, ne Small, so einen kleinen City Pass für den öffentlichen Nahverkehr und da können wir eben diesen Shuttle benutzen, der übers Wasser fährt, ein Elektroboot, können die U-Bahn benutzen und den ganzen anderen öffentlichen Verkehr und damit planen wir jetzt durch Kopenhagen eine Besichtigungstour. Mama hat da so ein paar Sachen rausgesucht, so ein paar Highlights, die kleine Meerjungfrau, dann die Schlösser, Botanischer Garten und da sind wir jetzt gerade auf dem Weg. Also wenn die Königsfamilie da ist, dann steht wohl traditionell ihre Yacht auch hier rum und das ist leider eine Motoryacht, die sehen wir da vorne mit dem großen Dannebrog, der dänischen Nationalflagge. Heißt, die sind jetzt hier und dann wird auch im Schloss die Flagge geheißt, der Dannebrog und da hinten ist Schloss Amalienburg und die Königsjacht. Hier sind wir jetzt bei Schloss Amalienburg und man sieht, dass die Flagge geheißt ist, das heißt die Königin ist da und im Hintergrund sieht man die Marmorkirche mit der großen Kuppel. Also was besuchen wir jetzt im Meer? Genau, von Hans Christian Andersen, das Märchen. Genau, im Hintergrund sieht man einmal noch das Opernhaus. Da sind wir auch gestern schon mal vorbeigefahren. Und ja, jetzt laufen wir wieder zurück in Richtung Meerjungfrau.
Genau, und hier, was wir vorher schon erkannt haben, ist eben die Yacht der dänischen Königsfamilie. Und direkt hinten dran ist eben deren Wohnhaus, wenn sie in Kopenhagen sind. Das sieht man da hinter mir. Das heißt quasi Boot direkt vorm Haus geankert. Nur ein bisschen größer, als man das wahrscheinlich normal kennt, wenn man sonst irgendwo in der Nähe wohnt. Genau. Da ist die kleine Meerjungfrau, wir wollen die jetzt nicht aufwecken, und die stammt vom berühmtesten Märchen von Hans Christian Andersen. Der hat noch ein paar andere gemacht, der Däumling, glaube ich, aber das ist sein berühmtestes und ist eines der Wahrzeichen der Stadt Kopenhagen, und die ist ziemlich klein. Also wir fahren jetzt wieder mit diesem Hafenbus, fahren wir jetzt wieder runter in die Innenstadt. Also wir sind jetzt hier zwar schon ziemlich im Zentrum, aber von dort aus gehen wir dann zum Christiansborg Palast, das ist das Parlament, und da kann man hoch auf den Turm, und das machen wir jetzt. Also wir stehen vor Schloss Christiansborg, und da ist das dänische Parlament, also die dänische Regierung, sitzt da drin. Also der Turm von Schloss Christiansborg ist mit seinen 106 Metern der höchste Turm in Kopenhagen und bietet eine wunderschöne Aussicht auf die Stadt. Mal sehen, ob er noch auf hat. Der Eintritt zum Turm ist frei. Wissen wir schon, dass es nicht mehr aufgemacht? Nee. Kongens Nytorv. Was? Also am nächsten Tag sind wir jetzt nochmal nach Kopenhagen reingegangen und sind jetzt auf dem Weg zum Architekturmuseum Kopenhagen. Das hat sich Carla nochmal gewünscht, und das schauen wir uns mal an. Also keine Ahnung, was da gibt, aber hört sich mal interessant an. Und das Ganze ist hier in Blocks. Das ist auch nochmal ein extra so architektonisches Viertel. Aber kennst du schon den Biersong? Ich möchte mal festhalten, dass die Meerjungfrau nicht zu klein finde. Ich finde, sie hat genau die richtige Größe, und außerdem hat sie eine tolle Personalität. Ich finde sie überhaupt nicht zu klein.